Servus Leute, heute bei Marcel's Hockey School reden wir über das Schlägertapen. Ich habe viele Anfragen zu diesem Thema bekommen, muss allerdings leider sagen, mein Tape-Job ist relativ hässlich. Von daher dachte ich mir, ich frage einige unserer Landsberger River Kings Spieler, wie sie ihre Schläger tapen. Einige Antworten waren richtig interessant und einige muss man nicht unbedingt so ernst nehmen. Schauen wir mal, was die gesagt haben und dann zeige ich euch, wie ich meinen Schläger tape. Hier mit River Kings Spieler Mika Reuter. Mika, wie tapest du deinen Schläger? Geh mal vielleicht erstmal auf den Knauf. Also erst zum Knauf teile ich das Tape hier immer so Hälfte, damit es nicht so dick ist oben, weil ihr wisst, wenn der Knauf nicht stimmt, da kann man keine Tore schießen. Viele wollen auch immer hier das Price Tag wegmachen, aber das ist mir wurscht. Dann gehe ich noch hier ein bisschen runter. So. Schaut gut aus. Schauen wir uns das ein bisschen genauer an. So, einfach da am Ende ein bisschen mehr, damit der Handschuh nicht wegrutscht. Genau. Okay, und jetzt zum Schlägerblatt. Schläger unten fange ich immer auf der Backhand an. Dann von hinten nach vorne. Nichts Besonderes. Tapest du bis ganz zur Spitze für die gute Toe... Ah, du bist kein Toe-Dragger, ne? Ja, doch, ich bin schon Toe-Dragger, aber das da immer abzuschneiden da vorne, das ist mir einfach zu viel Arbeit. Ich hab's eh nie abgeschnitten. Dann hat's Du hast nie abgeschnitten? Nee. Ich mache einfach ungefähr immer bis hier. Nicht zu weit überlappen. Zack. So. Fertig ist der Tape-Job. Okay, so Mika, du hast gesagt, dass du nicht zu sehr überlappst beim Tapen am Schlägerblatt. Ich mache das immer damit, dass sich ein bisschen weicher anfühlt. Wieso machst du das nicht? Ja, ich mache das gerade deshalb nicht, damit es sich nicht weich anfühlt, weil ich mag es gerne, eine richtig harte Kelle zu haben. Und es ist wahrscheinlich, macht es nicht den riesen Unterschied, aber ich denke mir einfach, dass wenn das hier härter ist, dass ich dann härter schießen kann. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich mache es einfach so. Vielleicht schon, weil mein Schuss total weich ist. Vielleicht muss ich es auch so machen. Probier's mal aus. Mit River Kings Spieler Flo Ryder Reicheneder. Hat gesehen, der Knauf braucht vielleicht bald einen neuen Tape-Job. Flo, ganz kleinen Knauf. Wieso? Ja, weil der Knauf, also ich nehme meinen Schläger ziemlich weit oben, das heißt hier. Und wenn ich jetzt einen zu großen Knauf hätte, dann wäre es zu groß in der Hand. Genau. Dann wäre er nicht so gut in der Hand liegen. Okay, und jetzt zum Schlägerblatt. Und arbeite mich dann eben langsam nach vorne. Mit ein bisschen Überlapp sehe ich immer, na, dass die Scheibe ein bisschen weicher an den Schlägerblatt fühlt. Genau. Ja, hast du meinen Tape-Job angeschaut, das freut mich. Aber nicht zu viel Überlapp, weil das schade. Das ist auch wieder nicht gut. Hier mit Maxi, Phil Kessel, Merkel, der Kapitän und so 20-Mannschaft, hat auch ein paar erste Mannschaftsspiele unter seinem Buckel. Maxi, ich habe gesehen, dass du einen sehr interessanten Tape-Job hast. Eigentlich tapest du nur der Spitze oder die vordere Hälfte deines Schlägers. Wieso? Ganz einfache Erklärung, weil ich vorne mit der Spitze schieße und hier hinten stickhändlich und da finde ich das besser, wenn die Scheibe mehr rutscht am Schläger. Da habe ich auch besseres Gefühl und vorne schieße ich halt, deshalb ist da das Tape. Interessant. Aber und geht auch sehr schnell in der Drittelpause. Wie man sagt, whatever works. Genau, so schaut's aus. So, man sieht hier bei unserer ersten Mannschaft, gibt es gar nicht allzu große Unterschiede bei den Knauf. Manchmal ist der Knauf oben ein bisschen dicker, manchmal ein bisschen dünner. Eine bunte Mischung aus Grip Tape oder auch normales Tape. Hier bei dem Knauf sieht man, dass es kleine Rippchen drin hat, um einen besseren Griff zu ermöglichen. Aber im Grunde genommen sehen die meisten Knaufs ähnlich aus. Und an den Schlägern hier, an den Schlägerblättern, großenteils ist meistens sehr viel vom Schlägerblatt getaped. Hier sieht es ein kleines bisschen anders aus. Da auch nicht ganz so viel, aber großenteils tapen die Spieler meistens eher komplette oder fast komplette Schlägerblatt. Sven, the War Machine Kurmann. Sven, am Schlägerknauf tapen. Wie tapest du deinen Knauf? So dass ich guten Stockstich machen kann. Oh, das kenne ich nicht so. Aber das ist in Kurmanns Repertoire. Wie man sieht, einen relativ dicken Knauf im Vergleich zu manchen anderen. Wieso? Sturmi hat immer einen dünnen Knauf, weil Sturmi hat Hände wie ein Mädchen. Ich habe Hände wie ein Mann, darum brauche ich einen dicken Knauf.
hier mit River King-Spieler Dennis Sturm. Dennis, schau mal deinen Knauf an. Wie man sieht, da sind ein paar so Tape-Ribs drin. Das ist relativ selten, aber ich habe schon mal gesehen. Wieso machst du das? Grundsätzlich, als ich noch ein kleines Kind war, hat das mein Vater immer so gemacht und ich habe das dann einfach beibehalten und ich finde es auch gut, weil ich da einen guten Griff einfach habe mit meiner Hand und ich bin ja ein Spieler, der sehr, sehr viel mit der Scheibe auch macht und da rutsche ich einfach nicht ab, deswegen ist es für mich ganz gut, aber ich kann es verstehen, wenn Leute das nicht mögen, aber bei mir passt's. Sven Kummerl hat kommentiert, dass er einen dicken Knauf benutzt, weil er männliche Hände hat und du einen dünneren hattest, weil du weiblichere Hände hattest, was ich auch nicht so wirklich schlimm finde, aber was sagst du dazu? Ja, der Sven Kummerl weiß ja grundsätzlich auch nicht so wirklich, wie man Schläger bedient, deswegen würde ich jetzt nicht so viel drauf geben. Jetzt gehen wir dann runter zu deinem Schlägerblatt. Wie ich sehe, komplett bis zur Spitze getaped. Gut für die Toe Drags, oder? Genau, Toe Drags gehen überhaupt nicht, wenn mir vorne nicht getaped ist. Das weißt du ja am allerbesten, Marcel. Deswegen habe ich die ganzen Schläger getaped, weil dann kann die Scheibe auch überall sein und ich habe überall Grip. Danke, Dennis. Gerne. So, zu meinem Tape-Job am Schaufel. Ich benutze schwarzes Tape. Warum? Als ich 19 war, habe ich weißes Tape benutzt. Habe Junioren in Kanada gespielt. Mein Trainer hat 500 NHL-Spiele unter der Buckel gehabt und hat mir gesagt, dass schwarzes Tape die Scheibe besser abdeckt beim Schießen. Die Torhüter können es schwieriger sehen. Ich habe es ihm geglaubt. In der Theorie denke ich, es ist auch tatsächlich so. In der Praxis, glaube ich, ist es tatsächlich egal, ob man weiß oder schwarzes Tape nimmt. Wenn man Torhüter fragt, die sagen auch, ist egal. Die Goalies glaube ich eigentlich. Und ich versuche auch immer zu überlappen, damit ich 2 Lagen Tape auf jedes Teil meines Schlägerblatt haben. Ich möchte eine weiche Schlägerblatt haben. Ich habe das Gefühl, dass ich die Scheibe besser kontrollieren kann. Die Spitze schneide ich nicht ab. Manche meiner Mitspieler haben gefragt, ist das nicht nervig? Oder beispielsweise, wenn dieses Teil hier mal locker wird, wenn das Spiel überall hängt. Mich hat es nie genervt, aber ich kann verstehen, wenn es einigen wirklich nervt. Manche schneiden es einfach ab. Richtig hübsch ist das nicht, aber für mich hat es gepasst. So, jetzt zum Knauf. Und ich habe eine richtig komische Knauf, muss ich sagen. Die meisten Spieler tapen ihr Knauf so, dass das Tape flach mit dem Ende des Schafts liegt. Ob sie eine Kappe drin haben oder nicht, weiß ich nicht. Mir war es immer relativ egal. Ich tape meinen Knauf so, dass die Hälfte des Tapes über die Schaft liegt und ich das dann um das Ende des Schafts umwickel. Tape es einfach ganz schnell. Ich zeige euch, was ich meine. So, eigentlich hat mein Knauf immer so ausgesehen. Dann habe ich einfach meine Finger genommen, das über den Schaft gewickelt und dann ist einfach kurz auf den Boden kauen, damit es schön flach war. Und so sieht mein Knauf aus. Ich glaube, der Grund, warum ich das gemacht habe, war eine lustige Geschichte früher. Meine Eltern haben mein Polstergeschäft gehabt. Und bevor ich selber meinen Schläger getaped habe, hat mein Vater das immer getaped. Und er meinte, dass ich ein besseres Gefühl haben würde, wenn er Schaumstoff über den Knauf so tun würde. Und so hat er meinen Schläger immer getaped und dann Tape oben drauf. Ich hatte eine richtig große, weiche Knauf. Dann irgendwann bin ich weggezogen, um Juniorenhockey zu spielen. Kein Schaumstoff mehr gehabt. Und ich denke, ich wollte trotzdem eine schöne, runde Knauf gehabt. Und deswegen habe ich das Tape immer über den Knauf gewickelt. Was ich mittlerweile mache, ist Grip Tape dann über den Knauf zu tun. Ich finde, ich habe einfach ein bisschen besseres Gefühl. Es greift einfach ein bisschen besser auch. Das Einzige, was ich an Grip Tape nicht mag, ist die allererste Eiszeit. Da finde ich, dass es zu sehr klebt. Grip Tape ist auch schön weich. Ist auch ein gutes Gefühl in die Hände. Und deswegen tue ich Grip Tape immer jetzt über das normale Tape. Reiße ich es hier ab. Eine Runde ganz normale Tape am Ende, damit der Grip Tape sich nicht löst.
Und da haben wir einen Knauf. Hübsch ist es nicht, aber für mich passt es. Wie ich euch sagte, es gibt keinen richtigen oder falschen Tape-Job. Ihr müsst nur finden, was für euch passt. So Leute, das war's zum Thema Schlägertapen bei Marcel's Hockey School. Ich hoffe, dass ihr sehen könnt, es gibt keinen richtigen oder falschen Weg, seinem Schläger zu tapen. Probiert einfach einige Sachen aus und schaut, was für euch am besten passt. Einen letzten Punkt, mittlerweile haben die meisten Schäfte ein bisschen Grip drauf. Aber früher war es so, oder vielleicht haben Leute noch Schäfte, die gar keinen Grip drauf haben. Und früher, ich habe jahrelang so als Profi gespielt, wenn ich eine Schaft hatte, der gar keinen Grip drauf hatte, habe ich einfach ein bisschen Tape hier über den Schaft getan. Es war auch ein gutes Gefühl in den Händen, war nicht zu grippy, aber hat auch nicht zu sehr gerutscht. Ansonsten wünsche ich euch allen eine richtig erfolgreiche Eishockey-Saison. Vielen Dank an die Landsberger River Kings Spieler, die an das Video teilgenommen haben. Wir sehen uns auf der Eisfläche und bis zum nächsten Mal bei Marcel's Hockey School.